Ich habe einfach immer schon gewusst, das ist der Beruf meines Lebens. Ich wollte in ein erstklassiges Orchester gehen. Eine Solokarriere alleine zu verfolgen, das stand für mich nie zur Debatte. Ich wollte auch immer symphonische Musik erleben. Und ich war Münchner immer, bin hier geboren, habe mit Ausnahme eines Studienjahrs in Wien meine ganze Lebenszeit hier verbracht. Das ist eigentlich bei dir ja genau das Umgekehrte. Du bist eine junge Europäerin. Ich bin zur Akademie gekommen, eigentlich. Also ich kann mich noch erinnern, nach dem ersten Dienst im Orchester, ich hatte so ein Gefühl, also so einen Klang habe ich nie im Leben früher gehört, wirklich. Ich hatte komplette Gänsehaut in der Probe. Ich weiß noch, ich habe danach meine Eltern angerufen und gesagt, mein Gott, das kann nicht wahr sein, das ist mein Traumberuf. Also ich war komplett begeistert und ich habe damals gesagt, das ist mein Ziel und ich mache alle möglichen Schritte, um hier anzukommen. Also ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, du bist eben für unser Orchester auch an der Position, eben, die du jetzt hast, eben der Vorspielerin, eine ganz, ganz wesentliche Verstärkung. Ich verstehe das heute als eine Kommunikationsstelle. Es ist eigentlich eine Verbindung zwischen die Tutti-Gruppe und vorderen Pulten. Also was vorne ausgemacht wird, das soll ich weitergeben und alles klären und auch die Vorschläge von Kollegen, die hinter mir sitzen, nach vorne geben. Also ja, ich finde, das ist Hauptrolle von Vorspieler. Und interessante Sache ist auch, dass es sehr flexible Position ist, dass ich manchmal am ersten Pult sitze, manchmal am meisten am zweiten. Und die Art vom Spiel ist dann auch ein bisschen anders natürlich, ob man am ersten oder am dritten Pult spielt. Und das finde ich sehr abwechslungsreich und es gibt fast keine Routine. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Stelle. Es macht Spaß. Es ist eine Kommunikationsaufgabe mit dem Dirigenten. Also vor allem ist eine große Portion Einfühlungsvermögen gefragt, was man in einer Probe den Dirigenten fragen kann, was man ihn fragen muss. Habe ich immer als meine Aufgabe betrachtet, genau hinzuhören, also zum Beispiel auch Spielfehler, Druckfehler oder so zu erkennen. Ich gehe oft zum Dirigenten in der Pause und sage, hören Sie, also halten Sie diese Note da bei uns wirklich für richtig? Also das könnte doch ein Zeilenverrutscher des Stechers sein eben. Und das ist dann auch oft sehr der Fall gewesen eben. Ich sage, ich kenne das eigentlich von Aufnahmen anders. Und dann bin ich aber natürlich auch, da ich ja doch die meiste Zeit mit am ersten Pult auf der Innenseite spiele, geht es darum, dass man die Energie, die von einem Dirigenten ausgeht, selber in sich aufnimmt und in ein körpersprachliches Engagement umsetzt. Es muss auch in die Gruppe hineinwirken, was der Dirigent sozusagen vielleicht mit einer kleinen Handbewegung oder einem Runterbeugen des Oberkörpers zu uns auslösen möchte. Und das soll dann in 40 Meter Entfernung im Saal auch noch bemerkt werden. Hören kann man es vielleicht nicht, aber spüren. Und das ist ja eben das Ergebnis und das Ziel eines lebendigen Konzerts. Wenn du Orchestermusikerin wirst, dann entscheidest du dich für einen Beruf, wo du permanent gefordert bist und wo dein Charakter eben wirklich sehr daran wachsen kann eben und diese Aufgabe muss man auch voll annehmen, um nicht in der Routine zu landen, eben, ja, sondern ja. Eben also sich immer die geistige und emotionale Frische zu bewahren, eben also das ist, wenn man frisch aus dem Studium kommt, ist das noch sehr, sehr leicht eben. Der entscheidende Punkt kommt vielleicht so nach 10 Jahren, wenn man den ersten Überblick über den Beruf gewonnen hat. Und dann hängt es auch sehr stark an einem selber sozusagen, wie man mit dieser
Gefahr von Routine umgeht, die sich dann einsteigt. Ich bin vielleicht noch zu kurz im Orchester, um langweilig zu sein. Da habe ich es besser. Ich muss eigentlich nicht mehr im Vorfeld üben. Also ich nehme die erste Probe her und dann weiß ich, die 5 Stellen, die waren immer schon ein bisschen heikel oder lagen merkwürdig in der Hand, die muss man sich dann nochmal anschauen. Und was am Mittwochnachmittag nicht geht, das wird dann einmal richtig geübt, wenn am Donnerstag das Konzert ist. In der Gruppe muss man wirklich gemeinsame Klang zu hören und versuchen, sich da zu finden. Und es ist auch eigentlich dein größtes Kapital, dieser sehr schöne, weiche, modulationsfähige Ton. Also die Grundvoraussetzung. Jeder Geiger hat wahrscheinlich irgendwie so seine primäre Begabung. Eben. Und ich habe vielleicht meine Schwerpunkte mehr auf der linken Hand, auf der technischen Fähigkeit der linken Hand eben, und ich habe sie mehr im analytischen Bereich. Also ich habe wirklich dein Probespiel für die Vorspielerstelle noch in bester Erinnerung, weil es einfach nicht jeden Tag ein Probespiel gibt, wo man so das Gefühl hatte, das ist genau die Person, die wir für diese Stelle suchen. Und zwar wegen deines Tones. Also es war wirklich sehr, sehr berührend, dich das Beethoven-Konzert da spielen zu sehen. Da gab es wirklich vielleicht einen Moment, der 5 Sekunden war nach der Kadenz, wo wir alle, wohl die im Saal saßen, das Gefühl hatten, heute fällen wir die richtige Entscheidung. Das war so. Es gehen vielleicht jetzt die Leute, für die das Orchester wirklich sozusagen in diesem ganz altmodischen Sinn noch so die lebenslange Berufung oder Heimat gewesen ist. Es ist schon ein gewisser Unterschied zu früher. Früher war das die Lebensstellung eben, es war immer meine große Heimat eben, ohne Alternative eigentlich. Eben. Will niemand unterstellen, dass er in dem Beruf nicht genauso glücklich ist wie ich eben. Also ich war 100%ig mit ihm zufrieden. Es hat ein älterer Kollege, nämlich ein ehemaliger Solofagottist, der Armin von Lorne, hat das mal sehr schön formuliert. Er war damals ungefähr 51 und hat mal zu mir gesagt, also damals noch so Ende 20, er hat gesagt, wissen Sie, Herr Sonnleitner, wir waren damals noch beim Sie, irgendwann wissen Sie, wohin Sie das Leben stellt. Und da haben Sie dann das Gefühl, das ist mein Platz und hier tue ich mein Bestes. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Das Orchester verändert sich ständig, damit muss man schon umgehen und das ist natürlich schwer, aber das ist so ein Kreis, der sich immer dreht. Also es wird auch nicht gleiches Orchester in 30 Jahren sein wie heute. Ich wünsche mir fürs Orchester ein tolles, erstklassiges neues Konzertsaal, das vor allem. Und ich glaube, das ist jetzt in dieser Zeit für uns das Wichtigste, was kommen wird. Also ich würde mir fürs Orchester wünschen, dass man auch in 30 Jahren noch sagt, die sind wirklich international erstklassig und die werden gebraucht. Also es ist nicht nur die spielen nicht nur im Elfenbeinturm der Herren Klassikpflege, sondern sie tragen auch zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Dass also das Spielen von Orchestermusik vielleicht über den reinen Bildungsinhalt hinaus einfach
zum Kit der Gesellschaft untereinander etwas beitragen kann. Und ich finde auch, dass das Orchester jetzt diese Chance ergreifen kann, die der Ort bietet, wo man sich das Publikum vielleicht auch ein bisschen einsammeln und heranbilden muss. Und dass das in 20 Jahren gelungen ist, das wünsche ich mir für euch alle.